Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute nicht mit der Ankündigung zum neuen Update, weil es gibt keine. Aber es gibt die Ankündigung, die gibt es alle 2 Wochen, der Serverwartungsnotizen sozusagen, also was passiert in der Serverwartung basically. Und hier steht drinnen, dass am 27. November ganz früh, schon wirklich mitten in der Nacht, das ist sehr unüblich, für uns ist eigentlich immer früh am Morgen, UTC um 2 schon die Serverwartung beginnt. Die geht dann 7 Stunden, was auch natürlich nicht üblich ist. Und ja, also für uns quasi von 3 bis 10 am 27. November. In der Regel dauert es meistens nicht so lange, wie sie sagen. Also sie planen immer ein bisschen extra Zeit ein. Das heißt, vermutlich ist es sogar ein kleines bisschen früher schon fertig. Und was wird aufgespielt? 1.5 Update, 1.5 Events, individuelle Events, Server-Events. Da sehen wir dann noch, was genau damit gemeint ist. Und natürlich gibt es neue Cache-Up-Items und das Datenbank-Update, was dann vor allem hoffentlich wahrscheinlich auch die ganzen neuen Sachen beinhaltet, die dann in die Fanseiten, Wikis und so weiter eingespielt werden können. Und wo wir dann auch noch mehr über das Update erfahren, ganz im Detail, was halt auch so Drop-Raten bzw. Drop-Ranges, die Raten direkt kennen wir ja nicht, aber Drop-Ranges und so weiter sehen können. Und ja, auf jeden Fall leider kein wirkliches Update, also keine wirkliche Update-Ankündigung. Haben wir im Stream schon oft drüber geredet. Also ihr seht hier, das ist die Website, Updates, also bei Events wird sowas nicht drinstehen, das sind ja immer nur Events. Bei Item Shops News sowieso nicht. Und ja, wir haben quasi keine Mitteilung, dass das Update am 27. kommt. Wir haben sehr viele Indizien und ich meine, letzten Endes jetzt ist es eh egal, also jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Wir hatten sehr viele Indizien, dass es kommen würde. Mein PTS-Server geht 2 Tage vorher zu Ende, bevor Pre-Registration-Zeitraum abläuft, 2 Tage bevor der Cloak aus dem Cache-Up verschwindet, von dem gesagt wird, dass es seine Effekte verliert, sobald das Update kommt und so weiter. Also wir haben viele, ja, stichhaltige Punkte, wo man sagen kann, ja, das heißt ja dann, dass das Update da kommt. Aber eigentlich nicht wirklich. Und wir hatten auch nur eine einzige Death Note, was tatsächlich auch für Update ziemlich wenig ist. Also hier quasi Pre-Register, dann Public Test Server Ankündigung, eine Death Note, keine Ankündigung und jetzt quasi morgen das Update. Also komische Timeline. Ich hoffe, in der Zukunft werden sie das nicht nochmal machen, weil die schlimmste Erfahrung so gesehen bisher war, also es killt halt auch natürlich total den Hype, wenn du es literally nicht mal wirklich ankündigst. Und die schlimmste Erfahrung, die wir bisher hatten, war New Horizons, also da, wo Wilds released wurde und Coral Island vor 2 Jahren. Da war es nämlich so, dass sie 2 Tage vorher das Update angekündigt haben. Also sie haben quasi am 7. November gesagt, ja, am 9. kommt so ungefähr. Ich meine, da kann auch nicht mehr wirklich Hype entstehen. Ja, ist ein bisschen schwierig, das Thema natürlich. Ich meine, letztendlich, ja, durch den Testserver natürlich und dadurch, dass der Testserver natürlich auch gestreamt wurde und so weiter und die Leute natürlich auch so privat Screenshots geteilt haben und erzählt haben und pipapo, war es natürlich jetzt kein großes Geheimnis mehr. Und ja, klar, der Hype und so weiter nimmt dadurch natürlich auch großen Schaden, aber das heißt ja nicht, dass du deswegen keine Death Notes und keine Ankündigung mehr machst. Es gibt ja auch Leute, die kennen niemanden, der auf dem Testserver spielt und es gibt vielleicht auch Leute, die schauen weder YouTube noch Twitch und haben vielleicht noch gar nichts mitbekommen von dem Update, außer die eine Death Note sozusagen und tappen jetzt quasi komplett im Dunkeln. Also für die Leute wäre es ja auch nicht schlecht gewesen und ich meine, davon wird es auf jeden Fall welche geben. Es werden vielleicht nicht so ultra viele sein, aber sagen wir mal 10% aller Spieler, die wirklich noch gar nichts wissen, reicht ja eigentlich, um für die dann trotzdem noch irgendwas zu planen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Jetzt ist der Käse gegessen und morgen kommt eben das Update, jetzt am 27.11. Und ja, also ich sag mal so, da werden bestimmt noch viele Patch-Notes kommen. Also ich weiß jetzt nicht, Hotfix ist das falsche Wort wahrscheinlich. Also wenn jetzt nichts grandios schief geht. Aber ich denke mal, die nächsten Wochen werden sehr interessant, weil da wird auf jeden Fall noch viel gepatcht werden, denke ich persönlich zumindest. Und ja, also falls irgendwo der Schuh drückt, ja, schreibt Feedback in den Discord. Kann man ja auch im normalen Discord machen, ohne den PTS-Discord.
Bug-Reports etc., wenn wirklich irgendwas komplett gar nicht läuft. Und ja, wie gesagt, da wird bestimmt noch einiges gefixt werden. Und jo, dann war es das eigentlich. Also ab morgen geht's los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Update. Und dann sehen wir uns bei V1.5.0 wieder. Und ich plane auch an dem Tag natürlich früher zu streamen. Ob ich es direkt zum Update schaffe, ich bin ganz ehrlich, vermutlich nicht. Aber ich werde wesentlich früher online sein auf jeden Fall. Und ja, dann richtig reinsuchten. Und ja, dann sehen wir uns da. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Schaut wie gesagt auf Twitch vorbei, Links dazu in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal mit FNAF Universe. Haut rein und ciao, ciao.